Hallo liebe Biker, wir der Paul und der Frank. Wir wollen euch heute die DL-Schaltbox vorstellen und natürlich nicht nur vorstellen, wir wollen sie gleich am Fahrzeug montieren, so dass eine TÜV-konforme Schaltung gegeben ist. Ihr braucht diese DL-Schaltbox immer dann, wenn ihr ein Fahrzeug ohne Lichtschalter habt und eins unserer DLs montieren wollt. Wie das alles funktioniert, seht ihr in unserem Video. Viel Spaß! Hier könnt ihr alle Teile sehen, die ihr für diesen Umbau benötigt. Alle Links setze ich euch in die Videobeschreibung. Als allererstes bauen wir den Original-Scheinwerfereinsatz aus unserer BMW R9T aus. Nun ersetzen wir den Original-Scheinwerfereinsatz durch den Highsider LED-Scheinwerfereinsatz. Den neuen Scheinwerfereinsatz befestigen wir mit den Originalklammern. Damit wir später keinen Fehler im Tacho haben, bauen wir uns jetzt einen Adapter. Für unsere BMW brauchen wir einen 220 Ohm Widerstand. Diesen Widerstand braucht ihr nicht immer, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Den Widerstand löten wir direkt in den Standlichtadapter ein und hierzu verwenden wir Lötverbinder. Der Vorteil der Lötverbinder ist, durch ein Heißluftföhn wird es im Inneren verlötet und außen gleich isoliert. Um sicher zu gehen, isolieren wir den Adapter nun noch einmal mit Isolierband. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie es aussehen würde, wenn wir den Scheinwerfer ohne die DRL-Schaltbox montieren. Damit der Scheinwerfer einwandfrei funktioniert, brauchen wir ein zusätzliches Kabel, das an die Zündung angeschlossen ist. Nun schließen wir den Fahrzeug 3-Pin-Stecker an den neuen Scheinwerfereinsatz an. Anschließend montieren wir den gerade gebauten Standlichtadapter und verbinden das zusätzliche Zündungskabel mit dem Scheinwerfer. Nun kann der Scheinwerfereinsatz montiert werden. Nun machen wir die Zündung an. Das Standlicht geht sofort an. Sehr gut, so soll es sein. Nun starten wir den Motor. Und wie wir sehen, springt der Scheinwerfer sofort auf Abblendlicht. Dann können wir jetzt nur noch zwischen Abblendlicht und Fernlicht hin und her schalten. Und wir kommen niemals in den Tagfahrlichtmodus. Und das wollen wir natürlich nicht. Für die Tagfahrlichtschaltbox benötigen wir einen zusätzlichen Schalter. Diesen verbauen wir an einer gut zugänglichen Stelle am Lenker. Nun verlegen wir das Kabel und fixieren dieses mit kleinen Kabelbindern. Nun bauen wir uns die nächsten Adapter. Wir bauen uns Adapter, damit wir später den Originalzustand einfach wiederherstellen können. Natürlich könnt ihr die Dioden und den Widerstand auch immer direkt einlöten. Aber dann ist die Rückrüstung etwas komplizierter. Nun schließen wir alle Teile so an, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Hier zeige ich euch nochmal einen kleinen Schaltplan, wie das alles zusammengebaut werden muss und an welcher Stelle die Diode sitzt. Und wenn ihr euch fragt, warum wir hier eine Diode verwenden, das hat den Vorteil, dass wir kein zusätzliches Zündungspluskabel brauchen. Wir benutzen den Strom für das Tagfahrlicht von der Leitung des Abblendlichts. Nachdem wir jetzt alles angeschlossen haben, empfiehlt es sich, einmal alle Funktionen des Scheinwerfers zu überprüfen und erst dann den Scheinwerfer einzubauen. Nun montieren wir den Scheinwerfer inklusive aller Kabel. Nach der Montage überprüfen wir natürlich noch einmal, ob alles so funktioniert, wie wir das wollen. Wir schalten wieder die Zündung an, das Standlicht geht wieder an, sehr gut. Wir starten den Motor. Sofort startet das Tagfahrlicht, das funktioniert schon einmal. Und nun probieren wir die Lichthupe und das Fernlicht aus. Sehr gut, so wollten wir das haben. Nun probieren wir den neuen Schalter aus. Und siehe da, das Abblendlicht geht an. Und jetzt probieren wir natürlich wieder Lichthupe und Fernlicht, auch das funktioniert. Den allerletzten Test, den wir jetzt noch durchführen müssen, ist die Parklichtfunktion. Bei unserer BMW R9T wird das Parklicht aktiviert, wenn man nach dem Zündungsaus den Blinkerschalter nach links für ca. 10 Sekunden hält. Und auch diese Funktion ist gegeben. So liebe Biker, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr alle neuen Videos gleich mit. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaut. Tschüss! Ciao!